Tja, liebe Freunde, jetzt bin ich tatsächlich in meiner Kapsel. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie das heute hier werden wird. Ihr seid große Star Trek-Fans und wolltet immer schon mal auf der Enterprise übernachten? Dann müsst ihr nach Berlin reisen und eine Nacht im Space Night Capsule Hostel verbringen. Denn dessen Interieur besteht aus Schlafkapseln, wie in einem Raumschiff. Irre, ein Hauch von Enterprise, Star Wars und Kubricks 2001. Und in diesem Sinne ist das Space Night Capsule Hostel das kleinste Hotel Deutschlands. Und das habe ich schon länger einmal testen wollen. Und da am vergangenen Wochenende eine Fahrt nach Berlin anstand, habe ich kurzerhand eine solche Kapsel reserviert und ausprobiert. Warum? Weil ich Lust drauf hatte und ich mich gefragt habe, ob ich als Mann in den 50ern für so etwas nicht zu alt bin. Oder ganz konkret, ob und wie ich auf allen Vieren in die Kapsel rein und auch wieder rauskomme. Ich wollte klären, wie schläft es sich im Weltraumhostel? Ist das alles kultig hip oder doch mehr Schein als Sein? Und wie kommt man mit dem eingeschränkten Platzangebot zurecht? Ganz besonders als Gast älterer Bauart. Eine Nacht im kleinsten Hotelzimmer Deutschlands, das Space Night Capsule Hostel im Praxistest. Heute bei Ulf Hannemann Mastering Midlife Crisis. Willkommen! Ich bin an diesem Wochenende unterwegs nach Berlin, denn dort werden am Freitag, Samstag und Sonntag zwei besondere House-DJs aus Paris auflegen. Folamour und Young Pulse. Das heißt, ich werde nur recht wenige Stunden Schlaf dort haben und das ist eine gute Gelegenheit, um das Space Night Capsule Hostel in Berlin einmal auszuprobieren. Denn wenn es nichts ist, werde ich einfach morgens um 5 in meine kleine Kapsel kriechen, einige Stunden schlafen und anschließend für die zweite Nacht in ein normales Hotel ziehen. Nun aber erstmal weiter in Richtung Autobahn nach Berlin. Ja, gegen 19 Uhr kam ich an der Leipziger Straße an. Haus Nummer 45 war die Zieladresse. Das Space Station Hostel konkret zu finden, war allerdings doch ein wenig komplizierter, als ich mir das vorgestellt hatte. So ein recht wichtiger Hinweis, wenn man denn das Kapselhotel hier in Berlin sucht, dann sieht man in vielen anderen Videos, dass es direkt am Lidl liegen wird. Ja, aber wie man hier lesen kann, der Lidl ist umgezogen. Und deshalb, wenn man es denn sucht, muss man hier auf den Rossmann achten. Und neben dem Rossmann ist Haus Nummer 45. Und wenn man hier dann guckt, findet man das Space Night Capsule Hostel Berlin. Ja, die Rolltreppe war kaputt, wobei ich glaube, dass die immer kaputt ist, denn das konnte man auch schon in anderen Videos so sehen. Mei, ist halt Berlin und ist auch ein Hostel. Da sollte man nicht zu viel erwarten, oder? Mir ging es vor allem um das Erlebnis. Das Übernachtungskonzept kommt aus Japan. Dort kann man schon seit einiger Zeit in Minikapseln übernachten. Und inzwischen ist dieses Konzept auch nach Deutschland geschwappt. Und wo findet man sowas als erstes? Richtig, natürlich in Berlin. Meine Frau hatte dagegen Zweifel. Das sieht ja ganz cool aus, aber meinst du nicht, dass du ein bisschen zu alt dafür bist? Und als ich ihr dann noch erzählte, dass die Kapseln übereinander gelagert sind und man gegebenenfalls über kleine Stufen in die zweite Ebene klettern muss, meinte sie nur: Sieht bestimmt lustig aus, wenn du auf allen Vieren da durch diese Kapsel krabbelst und versuchst, auf einer Leiter hochzuklettern. Kannst ja schon mal ein bisschen am Hochbett unserer Kinder üben. Ja gut, ich bin nicht mehr der Jüngste und ein alter Mann in den 50ern zählt sicherlich nicht zum Stammpublikum eines Kapselhostels. Aber you know what? Ist mir egal, ich wollte das einfach mal ausprobieren. Zumindest für eine Nacht. Also zurück nach Berlin. Ich war vor dem Eingang angekommen und nun ging es rein. Der erste Eindruck dunkel mit einem leicht blauen Schein. Weltraumambiente halt und entsprechend ist auch die Deko. Nüchtern dezent, so wie man es sich auf einer Space Station halt vorstellt. Da steht ein Weltraumspaziergänger in der Ecke und ein Blick auf die Erde lässt Mission-Feeling aufkommen. Die Begrüßung freundlich, berlinerisch halt. Die Dame im Empfang bringt einen persönlich zur Kapsel für die Nacht und macht mit den nötigen Bedienelementen und Funktionen vertraut. Dann steht man da, mit sich allein und staunt.
Also fix die eigenen Habseligkeiten in die Kapsel geworfen und dann noch einmal alles inspiziert. Tja, liebe Freunde, jetzt bin ich tatsächlich in meiner Kapsel. Die Tür ist geschlossen. Ich habe das Notwendigzeug, das ich mitgebracht habe, hier so am Rand erstmal hingelegt. Und zum Glück habe ich keinen großen Koffer dabei. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie das heute hier werden wird. Hier legt man seine Karte ab, steckt sie rein. Hier kann man noch irgendwie Licht steuern und die Klimaanlage. Hier hat man auch noch einen USB-Ladeanschluss. Es gibt einen Spiegel. Tja, ein Tresor gibt es hier unten auch noch. Und oben ist der Luftauslass. Und hier ist der Lufteinlass. Da passt jetzt die Jacke hin. Man hört draußen ein wenig die anderen Leute, aber es ist okay. Es ist eine Matratze, ist bequem. Nein, mal gucken, wie das heute Nacht ausschaut oder morgen früh. Vielleicht ist mein Rücken dann total kaputt. Aber natürlich besteht das Hostel nicht nur aus der Kapsel. Also bin ich eine Runde durch die Halle gezogen und habe auch den Rest inspiziert. Wer zum Beispiel mehr Gepäck dabei hat, kann seine Koffer in einem abschließbaren Spind verstauen. Der Weg führte mich auch in den Sanitärbereich. Gemeinschaftsbad, das klingt auf Anhieb immer ein wenig abstoßend. Aber tatsächlich besteht das Gemeinschaftsbad aus abschließbaren Räumen mit Dusche, WC und Waschbecken. Und zu diesem Zeitpunkt war alles tipptopp sauber, kein Grund zu klagen. Da ich noch ein wenig Zeit bis zur Party hatte, gönnte ich mir anschließend noch eine kleine Pause in meiner Kapsel. Genug Zeit, um noch einige Detaileindrücke zu sammeln. Ja, es ist alles ein wenig plastikartig. Es halt dann doch ganz gut. Man kann gut mitbekommen, was die Leute über, neben einem so machen. So, das hier ist die Tür. Dazu muss man hier einen Knopf drücken. Dann geht es da unten auf und man kann das öffnen. Wenn man schließen will, einfach ran. Nee, das ist es noch nicht. Da schließt dann. Da gibt es noch eine Leselampe. Mal gucken, was kann man denn mit dem Knopf hier eigentlich machen? Ah, die Leselampe. Eine Uhr mit Wecker. Hier kann man irgendwie noch... Ah, die Lüftung hoch und runter. Hier Licht. Okay. Licht wieder an. Kann man verschiedene Lichttöne hier einstellen. Was haben wir hier noch? USB-C-Anschlüsse zum Laden. Tja, und das war's dann auch schon. Jetzt werde ich mal zu meiner Party gehen und heute Nacht bin ich dann wieder hier und dann schauen wir noch mal weiter. Dann ging's zur Party mit Full Amour und Young Pauls aus Paris. Gegen 4 Uhr war die Party zu Ende und ich zog zurück in meine Weltraumkapsel an der Leipziger Straße. So, es ist 4:30. Ich komme von meinem Konzert zurück und jetzt geht's in die Kapsel. Ich bin so gespannt, wie das wohl sein wird. Schauen wir mal. Einmal noch kurz geduscht, schon lag ich in der Weltraumkoje. So, ich muss leider flüstern. Ich habe nur schnell geduscht. Und jetzt versuche ich hier mal zu schlafen. Gute Nacht. Ja, da war es 5:15. 3 Stunden später, um 7:45, war die Nacht dann aber auch schon wieder vorbei. Guten Morgen, da bin ich wieder. Ich bin um 5 Uhr ins Bett gekommen und 3 Stunden später wieder wach. Weniger, weil ich den Wecker gestellt habe, als vielmehr, weil mein Rücken noch etwas schmerzt. Nicht falsch verstehen, die Matratze ist durchaus okay, allerdings für mein Gewicht dann doch vielleicht ein wenig zu dünn und zu weich. Aber ansonsten habe ich gut geschlafen. Ich kann mich nicht beklagen. Aber ich freue mich, dass ich gleich in ein mehr oder weniger normales Hotel umziehen darf. 2 Stunden später betrat ich das andere, normale Hotelzimmer. Ausgestattet mit allem, was das Herz eines Reisenden begehrt. Einem ordentlichen großen Bett, viel Platz und einem sauberen Badezimmer mit eigenem WC.
mein Urteil samt Fazit. Ambiente. In dieser Kategorie muss man nicht groß überlegen. Die kaputte Rolltreppe und die unzureichende Ausschilderung am Eingang verleiht der Unterkunft einen Hauch von Endzeitstimmung. Das kann man als Schwachpunkt oder als besondere Note wahrnehmen. Ich bewerte es als Kultfaktor, so wie das gesamte Konzept des Space Station Capsule Hostels kultig ist. Zimmer. Zum Kult zählt auch die Kunststofffassade, die sicherlich nicht jedem gefällt. Aber bei dieser besonderen Weltraumunterkunft lassen wir das mal außen vor. Jenseits des Kults bleibt allerdings die Frage, wie man seine Zeit in der Unterkunft verbringt. Am Ende möchte man ja vor allem eine gute Nacht haben. Hier muss man feststellen, die Kapsel ist klein. Der Bewegungsraum ist eingeschränkt. Alles ist recht hellhörig und die Privatsphäre leidet darunter. Immerhin, die Matratze ist ordentlich, auch wenn ich mit meinem Gewicht ein wenig Probleme hatte. Service. Das Personal war sehr aufmerksam und freundlich, hat alles gut erklärt, mit angenehmer Berliner Schnauze. Sauberkeit und Hygiene. Die Kapsel war sauber und ordentlich. Mein erster Eindruck vom Bad samt Dusche und Toilette war, wie im Video schon angesprochen, ausgesprochen gut. Als ich nach der Party morgens um 5 duschen wollte, war der Eindruck leider nicht mehr so gut. Ich hatte die Hoffnung gehabt, dass ich zu diesem Zeitpunkt ein bereits gereinigtes Bad vorfinden würde, aber dem war leider nicht so. Aber das ist systembedingt, ist halt ein Gemeinschaftsbad und da muss man mit gewissen Unzulänglichkeiten leben. Lage. Die Leipziger Straße in Berlin ist eine große, mehrspurige Verbindungsstraße. Der U-Bahnhof Friedrichstraße ist fußläufig zu erreichen. Ansonsten erreicht man per Taxi oder Uber jeden Ort in kürzester Zeit für wenig Geld. Preis bzw. Preis-Leistungs-Verhältnis. Eine Capsule liegt im Bestfall bei 29 € pro Nacht. Das ist ein unschlagbar günstiger Preis für eine Unterkunft in dieser Lage in Berlin. In meinem Fall zahlte ich für meine Kapsel allerdings knapp 47 €. Das lag vielleicht daran, dass ich recht kurzfristig gebucht hatte und dass zudem gerade die Berlinale stattfand. Für meine zweite Nacht wählte ich dann das Alette Hotel Potsdamer Platz, das ihr bereits im Video sehen konntet. Hier bezahlte ich 64 € für ein 2-Personen-Zimmer, inklusive eigenem Bad und WC. Lage direkt und zentral an der U-Bahn-Haltestelle Gleisdreieck. Daher der Tipp, auf jeden Fall vergleichen. Insbesondere wenn man zu zweit unterwegs ist und länger bleiben möchte, würde ich jederzeit ein normales Hotelzimmer bevorzugen. Die Mehrkosten sind überschaubar und mir wäre es das wert. Mein Schlussfazit. Das Space Night Capsule Hostel ist eine kultige Unterkunft, die jeder einmal ausprobieren sollte. Es ist ein Erlebnis, das vor allem jüngere Gäste sicherlich genießen werden. Vor allem, wenn das Reisebudget nicht so groß ist. Ich als alter Typ jenseits der 50 habe mich dagegen gefreut, einmal dort gewesen zu sein. Es war ein Erlebnis. Beim nächsten Mal bin ich dann aber wieder in einem herkömmlichen Zimmer mit allen Annehmlichkeiten. So viel für heute. Hinterlasst gerne ein Like, wenn euch mein Video gefallen hat. Oder noch besser, ihr abonniert den Kanal und setzt die Glocke. Dann verpasst ihr künftig kein neues Video. Mich würde das sehr freuen. In diesem Sinn, bis demnächst bei Ulf Hannemann Mastering Midlife Crisis.